Ja, hallo liebe Leute, neues Tutorial von Tutorius. Hier wieder FreeCAD. Ich habe ja in einem letzten Tutorial gezeigt, dass ich so eine Webcam im Actionmarkt gekauft habe für 2,49 € waren es, wenn ich mich richtig erinnere. Und die habe ich jetzt am Drucker und das Objektiv ist da nicht sonderlich weitwinklig. Und ich habe so Mini-Objektive auch aus dem Actionmarkt, aus so billigen Handy-Objektiverweiterungen. Und da sind Fischeis und Weitwinkelobjektive dabei. Die kann man vor diese Kamera bringen und dann hat man halt einen größeren Sichtbereich. Und da wollte ich einen Adapter für machen. Ich habe den schon gemacht und jetzt habe ich mir auch ein paar Maße dafür aufgeschrieben. Ich habe also 2 Versuche gebraucht und da brauchte ich nur einmal das Gewinde anzupassen, weil das Gewinde nicht gepasst hatte. So, dann legen wir mal los. Also, FreeCAD ist offen. Ich erzeuge eine neue Datei, beziehungsweise die ist schon da. Und wird jetzt einfach ein neuer Körper erzeugt. Dem brauchen wir erstmal keinen Namen zu geben. Darin eine neue Zeichnung. Das machen wir ruhig auf die XY-Ebene. Und da brauche ich 2 Kreise. Und die kriegen gewisse Maße. Die Maße sind von dem Einstellring der Webcam abhängig. Das heißt, wir haben einmal ein inneres Maß, das hat einen Durchmesser von 26 mm und dann gibt es ein äußeres Maß, das hat einen Durchmesser von 32 mm. So, das ist der Ring, der dann hinterher hiermit auf diesen Einstellring geschoben wird. Der wird jetzt extrudiert, also ein Pad gemacht mit dieser Funktion hier. Und das nennt sich Aufpolsterung im Deutschen. Und das wird aber nur 3 mm, nicht die 10, wie es da steht. Und das ist der erste Schritt. Jetzt hat dieser Einstellring der Kamera so Einbuchtungen, damit man den besser greifen kann. Und da kann man dafür sorgen, dass der Einstellring, wenn man den da drauf schiebt, dass der dann da wirklich halt fest sitzt. Das machen wir, indem wir hier eine Aufpolsterung machen und diese Aufpolsterung, die wird hier auf dieser Ebene gemacht und einfach eine Zeichnung. Und die Zeichnung, die besteht erstmal aus einem Kreis. Und zwar, der kriegt auch den Durchmesser von, das waren, ich glaube, 26 mm. Ja. Und dann wird hier oben ein Polygon reingezeichnet. So und das brauchen wir eigentlich nicht zumachen, das Polygon. Also die sind erstmal, das hier ist auch vertikal, dann die sind gleich. Das hier ist symmetrisch dazu. Ich habe nochmal oben die Tastenkommandos angemacht. So, jetzt wird das hier erst einmal bemaßt. Also das Maß haben wir schon. Dann das Maß hier. Das ist ziemlich klein. Und zwar, das ist nur 1 mm. Und dann müssen wir jetzt hier noch ein bisschen nacharbeiten. Also erstmal wird der Kreis hier entfernt und die hier oben auch. Und dann ist das Teil fertig. Jetzt wird das Maß noch bemaßt hier. Das ist 0,3 mm. So, und das ist das Teil, was da jetzt als Aufpolsterung dran kommt. Das können wir schließen und eine Aufpolsterung davon machen. Da stimmt irgendwas nicht. Ich gehe mal auf umgekehrt. Genau, das geht in die falsche Richtung. Einmal umgekehrt drücken. Dann die Länge dieser Aufpolsterung ist 2 mm. So wird das Teil dann da rein. Und das wird dann in den Ring. Das sind 20 Stück. Das heißt, wir können das hier beenden und dann machen wir hier aus dem Pad eine
ein polares Muster und das ist schon direkt die richtige Achse, die er wählt, und das wird 20 Wiederholungen und dann ist das fertig. So, dann kommt jetzt hier noch eine Erweiterung oben drauf, also da eine neue Zeichnung, und die kriegt wieder zwei Kreise, einmal den Mittelpunkt und einmal so. Mal schauen, ob das da so stimmt. Ja, das sah noch ein bisschen komisch aus gerade. So, dann kriegt der hier ein Maß. Das sind die 32 mm. Und dieser Kreis hier, ich habe diesen Adapterring einmal gedruckt, da hat das nicht gepasst mit dem Gewinde, weil das hier zu klein war, dieser Durchmesser. Also das ist, da muss man eventuell, wenn man sowas konstruiert, schon mal zweimal drucken. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das Richtige gemacht hatte. So, der wird 16,6 mm. Habe ich den beim zweiten Versuch gemacht und habe dann direkt auch noch das Gewinde ein bisschen tiefer da reingeschnitten und auch noch am Eingang einen Konus gesetzt. Das machen wir gleich, wie wir das mit dem Konus machen. So, dann können wir das hier schließen. Das wird jetzt auch eine Aufpolsterung. So, natürlich auch nicht 10 mm, sondern das sind auch nur 3 mm. So, das ist der Ring eigentlich schon fertig. Jetzt muss nur noch das Gewinde da rein. Und um das Gewinde da reinmachen, machen wir die Origins hier sichtbar. Dann wird das auf die XZ-Plane hier gesetzt. Da kommt eine neue Zeichnung drauf. Dann wählt man hier aus, dass man bitte alles sehen möchte. Und man fängt hier unten an mit dem Schnittteil. So, das Schnittteil, das ist ein Polygon. Und zwar, es geht irgendwo von da nach da, nach da und hier zurück. Das ist senkrecht, das ist korrekt. So, das hier kriegt ein Maß, und zwar, der ist ja 16,6 mm. Also wären das halt 8,3 mm. Ich mache aber hier jetzt 8 minus 8,299 mm, dass das hier so ein bisschen übersteht, sonst gibt das hinterher Stress. So, das Maß hier, das wird 0,5 mm ist die Steigung, also ist das Maß davon 0,48 mm mache ich da einmal. So, jetzt wird noch hier, da zeichne ich noch eine Linie rein. Und zwar von da nach da. Die soll senkrecht sein, die darf bitte blau werden. Und das gibt hier ein Maß. Und zwar, das ist 0,24 mm. Und zwar die Hälfte, damit das hier so, dass es schön symmetrisch ist, dieses Dreieck. So, dann machen wir, nee, nicht das Maß hier. Zu der Unterkante, das sind die 3 mm. Da fängt es an. So, jetzt müssen wir nur noch das Maß bemaßen. So, da habe ich 0,48 mm gemacht. Ne, stimmt nicht, Quatsch. 0,7 mm. Das Maß haben wir ja schon, die 0,48. Also, das Maß hier, das ist 0,7 mm. Und das lasse ich jetzt da als Helix reinfräsen. So, es ist komplett bestimmt, also können wir es schließen. Und da ist diese Helix, die wird jetzt selektiert und dann ist das eine abzuziehende Helix, das ist dieser Befehl hier. So, da sieht man, da stimmt erstmal die Steigung nicht, das sind 0,5 mm. Und dann muss das weit genug sein. Das heißt, man kann das hier ruhig ein bisschen höher machen, dass es da oben wirklich komplett rausschneidet. Und dann können wir OK klicken und dann ist das Gewinde da reingeschnitten. So, damit das hier oben einen besseren Einlass findet, machen wir dann nochmal
eine Zeichnung auf der XZ-Plane, und zwar neue Zeichnung. Das wird auch hier, dass alles sichtbar ist. Und jetzt möchte ich hier so einen Konus rausschneiden. Das heißt, wir machen das mit einem Polygon. Polygon ist so und so. Das hier kann ruhig waagerecht sein, also horizontal. Jetzt kann man sich überlegen, wie viel man da rausschneiden möchte. Sagen wir mal so. Okay, das sieht ganz gut aus. Das ist die Linie, an der das gedreht wird. Ich kann jetzt, wenn ich da ganz sicher sein will, noch hier was reinzeichnen, brauchen wir aber nicht. Machen wir schließen. Da ist die Zeichnung. Das wird jetzt eine abzuziehende Nut. Das ist dieses Icon hier. Und schon ist das fertig. Dann hat man da oben einen besseren Einlass für die, um das Teil da reinzuschrauben, diese Linse. So, das Teil ist fertig. Das heißt, das kann man einmal OK, Datei speichern. So, das nenne ich jetzt mal Webcam Linse 2. Dann kann ich das exportieren. Geben wir dem noch einen Namen. Linsenhalter. Einmal exportieren. Webcam Linse 2 Linsenhalter. Speichern. So, bevor ich jetzt hier fortfahre, wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gerne ein Abonnement da und klickt auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos von mir informiert und einen Daumen nach oben. Dann erhaltet ihr halt mehr Videos in dieser Art von mir und von anderen Leuten. Und dann machen wir mal weiter hier mit Cura. Ich starte das mal gerade. So, hier öffnen wir jetzt die Datei und dann schauen wir mal, das war ein FreeCAD. Das muss er muss erst seine Verzeichnisse hier sortieren. Es kann sein, dass ich jetzt nochmal hier zurück muss. Ja, das war das Falsche leider. So, dann gehen wir hier auf FreeCAD. Wo haben wir es? Da ist FreeCAD. Dann ist das hier ziemlich tief unten bei Webcam Linse. Und da ist jetzt Webcam Linse 2 Linsenhalter. Das wird importiert. So, das wird gedruckt. Und zwar, ihr könnt uns das hier mal angucken, so sieht das aus. Das wird gedreht. Und zwar, dass es so liegt. Und dann kann das gedruckt werden. Ich habe das gedruckt mit einer Schichtdicke von 0,12 mm. Erste Schicht habe ich hier 0,2 mm. Ich glaube, ich habe sogar 0,12 gehabt bei diesem Testdruck. Und er war ziemlich erfolgreich. So, dann die sonst Einstellungen sind nicht besonders kompliziert. Füllung 20%. Kann bestimmt auch mit weniger gedruckt werden, aber spielt wenig Rolle. Geschwindigkeit maximal. Allerdings sollte man bei der Kühlung, wo ist die Kühlung hier, das einstellen, dass er 15 oder vielleicht sogar mehr Sekunden pro Drehung braucht und dann einmal slicen. 17 Minuten ist also ruckzuck fertig und ich sage euch, das Teil hat so 100% da drauf gepasst und ich kann die Webcam jetzt mit einer Weitwinkellinse nutzen. Die ist leider ein bisschen zu extrem. An den äußeren Rändern hat man ein bisschen Abdunklung durch die Linse, aber sei es drum, ist ja nur für Octoprint, für die Überwachung. Okay, so, also wie gesagt, wenn euch solche Videos gefallen, lasst gerne ein Abonnement da, klickt auf die Glocke, ihr werdet halt über neue Videos informiert. Und dann bedanke ich mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss!